Hallo liebe Reisefreunde und herzlich willkommen zu unserem Roadtrip durch Südafrikas Kap-Region und Garden Route. Wir beginnen diese Reise in Kapstadt, von wo wir nach einem Besuch am Kap der Guten Hoffnung nach Franschhoek reisen. Danach geht es in die Küstenstadt Hermanus und von dort nach Arniston am Kap Agulhas. Über einen kleinen Schlenker ins Inland fahren wir nach Mossel Bay. Am nächsten Tag fahren wir durch die Karoo nach Graf Reinet. Dann wieder hinunter nach Addo, wo wir an 2 Safaris teilnehmen werden. Danach empfängt uns die Küstenstadt Port Elizabeth, bevor wir am nächsten Tag entlang des Tsitsikamma Nationalparks nach Knysna kommen. Die Straußenstadt Oudtshoorn wird unser nächstes Ziel sein. Danach steht die hübsche Stadt Montagu auf dem Plan, bevor wir wieder nach einem Abstecher über den Bainsclove Pass an unserem Startpunkt in Kapstadt ankommen werden. Unsere Reise beginnt gemeinsam mit unseren Freunden Angelika und Heinz in einem Eisenbahnwaggon, mit dem wir zu unserem Abflughafen nach Brüssel reisen. Unseren Condor-Direktflug ab Frankfurt mussten wir wegen eines Streiks des Bodenpersonals in Deutschland am Vortag kurzfristig umbuchen und deshalb geht es für uns jetzt unfreiwillig mit Emirates über Dubai. Aber wir sind froh, dass wir trotzdem alle in den Urlaub starten. Dubais Flughafen ist riesig und auch die Autos der Lotterie sind hier eine Nummer größer. Nach unserem Zwischenstopp besteigen wir den nächsten Flieger, der uns jetzt nonstop nach Kapstadt bringen wird. Dann landen wir am untersten Zipfel Afrikas. Nachdem wir unsere Koffer eingesammelt haben, gehen wir direkt zum Autovermieter, von dem wir unser großzügiges Fahrzeug der gebuchten Kategorie entgegennehmen. Unser geräumiger Hyundai Staria ist genau das Auto mit viel Platz, das wir für diese Tour brauchen. Dann sind es nur noch wenige Kilometer zu unserem Hotel im Herzen von Kapstadt, das uns mit seinen großzügigen Zimmern empfängt. Den Tag beenden wir mit ein paar leckeren Coronas und einer ebenso leckeren Pizza auf unserer Poolterrasse. Guten Morgen Kapstadt. Als wir an diesem sonnigen Tag aus unseren Hotelfenstern blicken, liegt der Tafelberg majestätisch vor uns. Nach dem leckeren und reichhaltigen Frühstück wollen wir heute die Stadt erkunden. Wir begeben uns zunächst zur Waterfront. Sie ist eine Einkaufsoase mit über 450 Geschäften, die namenhafte internationale Marken mit einschließt. Die Victoria und Alfred Waterfront ist Kapstadts größter Publikumsmagnet und besticht sowohl durch seine malerische Lage am ältesten Hafen Südafrikas als auch durch seine erstklassigen Ausblicke auf den majestätischen Tafelberg. Auf kleinem Raum gibt es über 40 Restaurants, Kneipen, Geschäfte und Kinos und hier ist immer etwas los.
Der Name Victoria und Alfred Waterfront stammt von der englischen Königin Victoria und ihrem Sohn Alfred. Dieser Hafen ist bis heute ein echter Hafen geblieben, in dem auch große Schiffe anlegen. Und das macht den besonderen Charme der Waterfront aus. Das Flair, das die Chöre und Musiker in dieser Stadt verströmen, ist einmalig und stimmt uns auf die nächsten Tage in Südafrika ein. Wir gönnen uns eine Pause und saugen die Stimmung am Hafen förmlich auf und genießen jeden Augenblick. Vom alten Clocktower aus fahren auch die Fähren nach Robben Island, jener Insel, auf der Nelson Mandela 18 Jahre in seiner 4 Quadratmeter großen Zelle inhaftiert war. Angelika und Lottie lassen sich zwischen Frederick de Klerk und Nelson Mandela ablichten und dann geht es für uns weiter durch die große Markthalle. Unser Ziel ist die Bushaltestelle des roten Hop-on-Hop-off-Busses, bei dem wir die große Rundfahrt gebucht haben. Es geht für uns zunächst quer durch die Stadt, vorbei an interessanten Sehenswürdigkeiten. Dann verlassen wir das Stadtzentrum und fahren zum Groot Constantia, einem Weingut am Stadtrand von Kapstadt. Groot Constantia gehört zu den schönsten Anwesen in der gesamten Kapprovinz. Eine mächtige Eichenallee führt vom Eingangsportal zum kapholländischen Herrenhaus, das in anmutiger Landschaft liegt und von schattigen Eichen umgeben ist. Das bekannte Weingut wurde bereits 1685 gegründet und dem ersten Gouverneur am Kap, Simon van der Steyl, übereignet. Van der Steyl entwickelte vor allem den Weinanbau und machte den Constantia Wein weltberühmt. Auch wir lassen uns den leckeren Shiraz in dieser schönen und historischen Umgebung schmecken. Der Rückweg führt uns im Anschluss über Out Bay und Camps Bay zurück nach Kapstadt an die Waterfront, wo das Nachtleben bei diesen sommerlichen Temperaturen schon in vollem Gang ist.
Den Tag beenden wir mit einem leckeren Abendessen bei afrikanischer Musik. Heute wollen wir zunächst auf das Wahrzeichen Kapstadts, den alles überragenden Tafelberg. Das Wetter ist wieder voll auf unserer Seite und so steht einer Fahrt mit der Seilbahn nichts im Wege. Wir fahren von der Talstation mit der aus der Schweiz stammenden Pendelbahn den Berg hinauf. Die 2 Kabinen sind für je 65 Personen und den Kabinenbegleiter ausgelegt. Und während der Fahrt dreht sich die Standfläche der Kabine mit den Passagieren um 360 Grad. Auf der 1200 Meter langen Strecke gibt es keine Stützen. Und so ist es der Seilbahn möglich, über 800 Personen pro Stunde zu befördern. Zum Glück war während unserer Fahrt der Andrang sehr gering. Wir erreichen das Plateau und von hier oben haben wir zunächst einen überwältigenden Blick auf Camps Bay. Das Table Mountain Café lädt uns zum Verweilen ein, was bei dieser Aussicht kein Wunder ist. Dann sehen wir das erste Mal die kaninchengroßen Klippschliefer, die hier Dassies genannt werden. Diverse Wanderwege führen über das Plateau und gewähren spektakuläre Ausblicke über die Kap-Halbinsel. Dann liegt uns Kapstadt zu Füßen und wir können bei klarer Sicht das zur WM 2010 gebaute Fußballstadion und die Gefängnisinsel Robben Island sehen. Zurück in der Stadt erreichen wir das Sklavenhaus, das 1679 errichtet wurde. Ganz in der Nähe die St. George-Kathedrale. Sie ist Sitz des anglikanischen Erzbischofs von Kapstadt. Direkt daneben befindet sich der Eingang zum Companies Garden. Die grüne Lunge Kapstadts ist der ehemalige Gemüsegarten im heutigen Zentrum der Stadt. Unter der schattigen Allee und in den Bäumen tummelt sich eine Vielzahl von zutraulichen Graueichhörnchen. Sie sind größer als ihre europäischen Artgenossen. Ursprünglich wurde dieser Garten vor über 300 Jahren angelegt, um das Gemüse anzubauen, das für die Versorgung der Segelschiffe der holländischen Ostindischen Handelskompanie mit frischen Lebensmitteln nötig war. Heute können Besucher im Companies Garden einfach nur spazieren gehen und ein paar schöne Stunden verbringen. Wir laufen zurück zur Waterfront, wo wir erneut die lebhafte Atmosphäre genießen und den Tag mit einem tollen Abendessen und ein paar Gläsern Wein beenden.
Heute verlassen wir Kapstadt und fahren über Camps Bay und dem Chapman's Peak Drive in Richtung Kap der Guten Hoffnung und im Anschluss zum Cape Point. Wir erreichen zunächst Camps Bay und schauen uns den Ort in Ruhe an. Der gehobene Vorort von Kapstadt ist vor allem für den gleichnamigen weißen Sandstrand, einem natürlichen Felsenpool und den Ausblick auf die Bergkette 12 Apostel bekannt. Edle Fischrestaurants, gemütliche Cafés und Cocktailbars mit Terrassen bieten Ausblicke auf die Strandpromenade. Dann geht unsere Fahrt weiter in Richtung Südzipfel der Kap-Halbinsel. Wir erreichen Hout Bay und damit den Beginn des Chapman Peak Drives. Diese 150 Meter über dem Meer liegende, 10 Kilometer lange Strecke gehört sicherlich zu den schönsten Küstenstraßen der Welt. Sie schlängelt sich in 114 Kurven unmittelbar zwischen Meer und steilen Felswänden entlang bis Noordhoek. Zahlreiche Haltebuchten bieten sich für Fotostops an und viele Autokonzerne drehen vor dieser Kulisse ihre Werbeaufnahmen. Wir entdecken unseren ersten freilaufenden Pavian, von denen es hier 5 Gruppen geben soll. Dann fahren wir in den Nationalpark ein. Hier führt uns unser erstes Ziel entlang der schönen Küstenstraße zum berühmten Schild am Kap der Guten Hoffnung. Dort müssen wir unbedingt einige Fotos zur Erinnerung machen. Danach entdecken wir noch freilaufende Strauße, die hier am Meer ansässig sind. Nach kurzer Fahrt kommen wir am Cape Point an. Cape Point bildet das östliche Ende der Kap-Halbinsel, ist aber nicht der südlichste Punkt, wie es auf manchen Karten suggeriert wird. Hier erreicht man den Leuchtturm wahlweise zu Fuß oder bequem mit der Standseilbahn Flying Dutchman. Die Kapspitze liegt etwa 2 Kilometer östlich vom Kap der Guten Hoffnung, mit dem es oft verwechselt wird. Der Leuchtturm wurde 1859 auf dem höchsten Punkt des Cliffs in 238 Meter Höhe über dem Meer errichtet und bietet uns heute eine grandiose Aussicht. In früheren Zeiten wurde das sehr markante Kap wegen seiner Klippen und Untiefen von Seefahrern gefürchtet.
Wir setzen unseren Weg auf der Küstenstraße über Simonstown und Mützenberg weiter fort und biegen später in die Winelands in Richtung Stellenbosch und Franschhoek ab. Die Landschaft verändert sich auf jedem Kilometer und so erreichen wir das französische Eck, wie Franschhoek übersetzt heißt. Die kleine Stadt, die 1688 von etwa 200 französischen Hugenotten gegründet wurde, liegt in bestechender Lage am Ostende des Drakenstein Valleys. Unsere reizende Unterkunft erinnert uns mit seiner hübschen Veranda ein wenig an Jenseits von Afrika. Den Abend lassen wir im hübschen Ort bei einem üppigen Abendessen und Bier aus der eigenen Brauerei im Restaurant Tuk Tuk ausklingen. Die Sonne begrüßt uns erneut, als wir in Franschhoek erwachen. Zügig haben wir den Ort verlassen und schicken uns an, den 740 Meter hohen Franschhoek-Pass zu überfahren. Unsere heutige Tagesetappe wird uns von Franschhoek über Gordons Bay und Betty's Bay nach Hermanus führen. Aber zunächst bietet uns der Franschhoek-Pass auf einer Länge von 13 Kilometern herrliche Aussichten und erstreckt sich zwischen Franschhoek und dem Teigwaters Kloof Stausee. Wir erreichen den Teigwaters Kloof Stausee, der ein wichtiger Bestandteil der lebenswichtigen Wasserversorgung am Westkap und für Kapstadt ist. Bei Grabo rasten wir beim Peregrine Farmstall, der sich im fruchtbaren Elgin Valley befindet. Hier genießen wir frischen Kaffee und leckere Backwaren. Über den Sir Lowry Pass nähern wir uns dann der Küste bei Gordons Bay. Hier genießen wir an der Küstenstraße wieder tolle Aussichten auf das Meer. Die R44 entpuppt sich hier als herrliche Traumstraße.
Bei Betty's Bay fahren wir zum Strand, wo hinter dem Tafelbergrücken der Kugelberge die Pinguine wohnen. Hier am Stony Point trifft man unweigerlich auf neugierige Brillenpinguine. Rund 3600 Exemplare sind hier ganzjährig anzutreffen. Und wenn man wie wir gegen Abend dort eintrifft, ist man mit diesen possierlichen Tierchen ganz alleine. Dann erreichen wir den Küstenort Hermanus und beziehen unser Zimmer im Hotel Auberge Burgundy. Vor Hermanus können in den Monaten Juli bis Dezember Glattwale beobachtet werden, die die Bucht in großer Zahl aufsuchen. Da aber aktuell keine Walsaison ist, begnügen wir uns mit einer leckeren Portion Muscheln im Restaurant und beenden den Tag mit einem Abendspaziergang durch den Ort. Heute führt uns unsere Etappe von Hermanus aus zunächst zum Kap Agulhas und später zu unserem Hotel nach Arniston. Von unserem Hotel in Hermanus haben wir ein leckeres Lunchpaket mit auf den Weg bekommen, von dem wir unterwegs immer wieder bei kleineren Pausen naschen. Die Fahrt geht größtenteils durch Steppenland, das zum Teil landwirtschaftlich genutzt wird. Dann erreichen wir das Meer und passieren schon bald den Leuchtturm am Kap Agulhas. Nach kurzer Fahrt durch den Nationalpark parken wir unser Auto direkt am Strand und machen uns zu Fuß auf den Weg. Unser Ziel ist zunächst der Markierungsstein, der den südlichsten Punkt des afrikanischen Kontinents markiert und gleichzeitig die geografische Grenze zwischen Atlantischem und Indischem Ozean darstellt. Direkt nebenan entdecken wir das Map of Africa Denkmal, das mit seinen 30 Metern Durchmesser am besten aus der Luft zur Geltung kommt. Ein paar hundert Meter weiter finden wir ein altes Schiffswrack im Meer. Es ist der vordere Teil der Maishu Maru, einem japanischen Schleppnetzfischer, der hier im November 1982 im Sturm zerschellte. Insgesamt sollen vor dieser Küste rund 140 Schiffswracks liegen. Dann nähern wir uns wieder dem Leuchtturm. Er ist der zweitälteste Leuchtturm im ganzen Land. Und natürlich ist er auch der am südlichsten gelegene Leuchtturm des afrikanischen Kontinents und wurde 1849 in Betrieb genommen. Dann führt uns das Navi über eine Schotterpiste. Und kurze Zeit später erreichen wir unser Hotel in Arniston, das in herrlichem Panorama direkt am Indischen Ozean liegt.
Von unseren Zimmern aus haben wir einen überwältigenden Meerblick. Genau mit diesem Panorama erwachen wir am nächsten Tag wieder. Nach dem Frühstück machen wir noch einen kleinen Spaziergang nach Cassis Bay. Das alte Fischerdorf ist die historische Hauptattraktion Arnestons und wurde 1984 zum nationalen Kulturerbe ernannt. Die kleinen, mit redgedeckten, einzigartigen Cottages sind authentisch für Arneston und immer noch bewohnt. Viele von ihnen sind schon an die 200 Jahre alt. Wir genießen noch die herrliche Aussicht auf den Indischen Ozean an diesem sonnigen Morgen, bevor es für uns wieder weiter zu unserem nächsten Tagesziel geht. Über Swellendam, Heidelberg und Riversdale fahren wir heute nach Mossel Bay. Die Landschaft, die wir zunächst durchfahren, ist hauptsächlich von Schafweiden und Getreidefeldern geprägt. Dann erreichen wir Swellendam. Wir tanken hier und entdecken dann das einladend aussehende Café Tredici. Auf der Sonnenterrasse lassen wir es uns dann eine Weile gut gehen. Wir erreichen Mossel Bay. Holländische Matrosen und Seeleute fanden, dass es an diesem Ort sehr viele Muscheln gab und gaben ihm den Namen Mossel Bay, was so viel wie Muschelbucht bedeutet. Wir erreichen unser Hotel, das sich in der Nähe des Hafens befindet. Hier werden wir überaus freundlich mit einem landestypischen Likör begrüßt. Unsere Apartments sind äußerst geräumig und verfügen im oberen Stockwerk über eine kleine Kochnische und einen Wohnbereich. Und im unteren Stockwerk über ein äußerst geräumiges Bad und ein Schlafzimmer. Nachdem wir von unserem Balkon die ersten Blicke auf den Hafen erhascht haben, schauen wir uns den Außenbereich mit der gepflegten Poolanlage an. Dann machen wir einen Spaziergang an den Strand, an dem wir uns auf der Terrasse der Oyster Bar noch ein kühles Bier genehmigen. Zurück im Hotel stillen wir unseren inzwischen großen Hunger im exzellenten Hotelrestaurant.
Nach dem Frühstück geht es heute für uns durch die Halbwüste Große Karoo nach Grafreinet. Wir erreichen den Robinson Pass auf der Route R328. Dieser Pass, der in den letzten 140 Jahren mehrmals umgebaut wurde, bietet dem Besucher wunderschöne geschwungene Kurven und herrliche Ausblicke an jeder Ecke. Dann wird die Landschaft immer flacher und bräunlicher. Wir nähern uns langsam der kleinen Stadt Willowmore, die hauptsächlich von der Landwirtschaft lebt und dementsprechend nicht sehr viele Sehenswürdigkeiten zu bieten hat. Wir wollen hier auch nur eine kleine Pause einlegen und ordern im Royal Hotel Kaffee und Erfrischungsgetränke. Dann sind wir in der Großen Karoo angekommen. Es handelt sich hierbei um eine Halbwüstenlandschaft in der Hochebene des Landes. Für uns geht es durch die Karoo kilometerweit nur noch geradeaus. Durch eine Landschaft, die die Ureinwohner die San, das trockene, dürre und steinige Land nannten. Wir beziehen Quartier im Drosti Hotel, welches zu den Klassikern unter Südafrikas Country Hotels zählt. Hier sieht es aus wie zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Dazu wurden Antiquitäten zusammengetragen und der gesamte Komplex aufwendig restauriert. Obwohl das Hotel moderne Akzente und eine zeitgenössische Atmosphäre aufweist, bleibt es seinen Wurzeln treu, die auf die Vergangenheit verweisen. Die Hauptstraße führt direkt zur Grote Kerk. Diese imposante Kirche befindet sich direkt im Zentrum der Stadt und wurde von 1885 bis 1887 erbaut. Die kleine Stadt selbst besitzt über 200 Baudenkmäler, meist Bauwerke im kapholländischen und viktorianischen Stil. Keine andere Stadt in Südafrika erreicht diese Zahl nur annähernd. Bereits 1786 gegründet, ist sie die viertälteste Stadt Südafrikas und fast vollständig vom Kamdebo Nationalpark umgeben. Am Abend genießen wir bei Kerzenschein ein exzellentes Abendessen im Restaurant unseres Hotels. Wie jeden Tag begrüßt uns Südafrika mit herrlichem Wetter. Und so frühstücken wir natürlich auf der Restaurantterrasse. Dann heißt es für uns wieder Abschied nehmen. Wir verlassen den Ort, fahren aber zunächst in das 5 Kilometer entfernte Valley of Desolation.
Nachdem wir uns am Eingang bei den Rangern registriert haben, dürfen wir in den Park hineinfahren. Nach kurzer Zeit beginnt die Straße langsam anzusteigen. Schnell treffen wir auf eine große Schildkröte, die gemächlich unseren Weg kreuzt. Dann steigt die Straße immer steiler hinauf. Und da es zum Abgrund keine Sicherung gibt, sind wir doch ein wenig erleichtert, dass uns kein Fahrzeug entgegenkommt. Nach ca. 6 Kilometern Bergstrecke erreichen wir einen großen Parkplatz. Wir laufen einen kleinen Weg über unebene Steine den Berg hinauf und kommen oben zu einem Aussichtspunkt mit einer spektakulären Aussicht auf eine bizarre Felsformation. Entstanden ist das Massiv im Laufe von Jahrmillionen durch Verwitterungserosion. Danach fahren wir ca. 500 Meter zu einem weiter unten liegenden Parkplatz. Hier macht sich Lottis Ausbildung auf dem Schwebebalken positiv bemerkbar. Wir wandern auch hier einen kleinen Weg den Berg hinauf. Von hier aus hat man etwa 500 Meter oberhalb von Graf Reinet einen herrlichen Blick über den Ort. Ein paar Meter weiter kreuzen zwei Paviane unseren Weg. Als wir ihnen zu nahe kommen, verschwinden sie aber wieder im dichten Dickicht. Dann machen wir uns wieder auf den Weg in Richtung Addo Nationalpark. Auch hier kreuzen immer wieder Paviane unseren Weg. Dann entdecken wir am Straßenrand unsere ersten frei lebenden Elefanten, die von der Straße nur durch einen Wildzaun von uns getrennt sind. Wir erreichen das Africanus Hotel, das für die nächsten 2 Nächte unsere Unterkunft sein wird. Unsere Bungalows sind mit 65 Quadratmeter ganz schön geräumig und wunderbar ausgestattet. Ein Highlight ist bei diesen Temperaturen die tolle Außendusche.
nächsten Morgen frühstücken wir reichlich, denn es soll für uns heute auf Safari gehen. Mit dem Jeep besuchen wir das Shotia Game Resort. Das erste Tier, das ich sogar anfassen darf, ist ein Mistkäfer inklusive seines stinkenden Tagewerks. Und das ist übrigens Anthony, unser erfahrener Ranger. Dann treffen wir auf das erste Exemplar der Big Five, einen stattlichen Bullen. Ein paar Meter entfernt lassen es sich Giraffen an den umherstehenden Bäumen gut gehen. Auf einer weiten Savannenfläche entdecken wir unzählige Gnus und Zebras, die hier friedlich grasen. Auch zwei Krokodile rekeln sich vor uns in der Sonne. Das Reservat bietet mit über 40 Säugetierarten und etwa 2000 Tieren das ganze Jahr über durchweg gute Wildbeobachtung. Das Flusspferd zeigt uns relativ schnell seine Tauchfähigkeiten. Aber keine Angst, wir werden später noch welche sehen. Am Nachmittag treffen sich alle Gruppen an der zum Reservat gehörenden Freiluft-Lapa, einem überdachten Aufenthaltsplatz, der zu den größten Südafrikas zählt. Hier serviert man uns unter freiem Himmel leckeren Kuchen mit heißem Kakao. Gestärkt geht es wieder in die Jeeps und raus ins Reservat. Dann wird es etwas hektisch, denn unser Ranger Anthony hat über Funk von einer Löwensichtung erfahren. Nach kurzer Zeit läuft uns der König der Savanne vor die Kameralinse. Das beeindruckende Tier hat keine Augen für uns, denn es hat hinter einem Zaun einer nahegelegenen Farm des Farmers Vieh entdeckt. Das Löwenmännchen läuft in ca. 3 Meter Abstand an uns vorbei, doch immer noch überlegt es, wie es an das Vieh auf der anderen Seite herankommt. Dann steht ein massiges Nashorn vor uns, welches eine unglaubliche Stärke ausstrahlt. In höheren Lagen treffen wir auf unterschiedliche Antilopenarten. Und da sind sie wieder, die Flusspferde, die sich uns aber erneut nicht richtig zeigen wollen. Sie sind halt etwas schüchtern. Wir entdecken noch einmal den Löwen, der seine vermeintliche Beute auf der anderen Zaunseite noch nicht aufgegeben hat. Inzwischen wird es langsam dunkel und Anthony schaltet die Suchscheinwerfer an.
Dann erreichen wir wieder die Lapa, in der ein großes Lagerfeuer brennt. Die Crew hat am Abend ein leckeres Essen mit Straußen und Kudu-Steaks für uns vorbereitet. Lotti, Angelika, Heinzi und Anthony, the farmer. Heinz. Nach dem vorzüglichen Essen geht es für uns durch die Dunkelheit zurück zum Camp. Nach einer weiteren Nacht im Afrikanus geht es für uns heute zunächst in den Edo Elephant National Park. Wir fahren nach dem Einlass zum Main Camp. Wir entdecken auf einem Baum kleine Meerkatzen und werden später unserem Geländefahrzeug zugeteilt. An den ersten 2 Wasserlöchern werden wir leider nicht fündig. Bisher beschränken sich unsere Sichtungen auf ein großes Knochenfeld. Doch dann sehen wir die ersten majestätischen Elefanten und am 3. Wasserloch trauen wir unseren Augen kaum. Weit über 100 Elefanten haben sich an dieser Wasserstelle versammelt und waschen und erfrischen sich direkt vor unseren Augen. Ein grandioses Schauspiel, das uns sehr begeistert. So nah an diesen sanften Riesen zu sein, ist ein unglaublich beeindruckendes Erlebnis. Wie bei den Menschen genießen die Kleinsten am meisten das Schlammbad. Der Park wurde 1931 gegründet und bietet zurzeit mehr als 600 Elefanten und anderen Tieren einen sicheren Lebensraum. Wir verlassen Edo und fahren weiter zu unserem heutigen Tagesziel nach Port Elizabeth. Port Elizabeth ist eine Stadt in der Algoa Bay in der südafrikanischen Provinz Eastern Cape. Unser Hotel liegt in einer kleinen Nebenstraße in ruhiger Lage.
Nachdem wir unsere Zimmer bezogen haben, machen wir uns auf die Suche nach einem guten Restaurant. Wir werden fündig und lassen es uns schmecken. Den Tag beenden wir mit einem Absacker in unserem Hotel. Wir stärken uns in Port Elizabeth mit einem guten Frühstück, denn heute steht noch Wandern auf dem Programm, aber dazu später mehr. Zunächst fahren wir noch einmal zur Seebrücke von Port Elizabeth, um hier noch ein paar Aufnahmen am Strand zu machen. Dann geht die Fahrt in Richtung Tsitsikamma Nationalpark mit Tagesziel Neisner. Lotti möchte von dieser Brücke noch ein paar Aufnahmen machen. Kein Problem, wir setzen zurück, machen das Foto und schon geht es wieder weiter. Kurz vor Jeffreys Bay überfahren wir eine Brücke über den Gamtoes River. Dann erreichen wir das Küstenstädtchen Jeffreys Bay, das als bester Surfspot Südafrikas gilt. Der Ort schafft es, internationale Surfer von überall her anzuziehen. Denn vor der Küste gibt es lange und schnelle brechende Wellen und genau das macht diesen Strand zu einem der besten Surfparadiese der Welt. Nach dieser erholsamen Pause fahren wir weiter in Richtung Tsitsikamma. Wir durchfahren eine abwechslungsreiche Landschaft und rasten noch einmal am Storms River mit Blick auf die Storms River Bridge. Hier gibt es kleine Meerkatzen, die sich schon auf die Touristen spezialisiert haben und gerne ihre Lebensmittel stibitzen. Dann fahren wir zum Storms River Mouse Rest Camp, wo unsere kleine Wanderung beginnen soll. Der Storms River Mouse Trail stellt sich schnell als wunderschöner Wanderweg heraus. Der Pfad ist knapp 2 Kilometer lang und führt zur Suspension Bridge, einer wirklich beeindruckenden Hängebrücke über der Mündung des Storms River. Über Holzbohlen geht es immer wieder Stufen hinab und hinauf. Herrliche Ausblicke über die Klippen, das Meer und die Umgebung begeistern uns hinter jeder Biegung des Weges. Danach sehen wir sie,
die beeindruckende 77 Meter lange Hängebrücke. Hier entdecken wir wieder die kleinen possierlichen Dassies, deren nächster Verwandter tatsächlich der Elefant ist. Wir überqueren auf der Hängebrücke die Mündung des Storms River. Hier fließt der Fluss in den Indischen Ozean. Von der Brücke aus bieten sich uns fantastische Ausblicke hinaus in den Ozean oder hinein in die Schlucht, deren Gestein der Kraft des Wassers nicht widerstehen konnte. Für diese Augenblicke hat sich die Mühe auf jeden Fall gelohnt. Wir entdecken noch eine Höhle und machen uns danach wieder auf den Rückweg durch den heimischen Urwald. Zurück im Camp gibt es ein kühles und erfrischendes Bier. Ich glaube, ihr seid schon wieder voll, kann das sein? Wir verlassen den Tsitsikamma und fahren die letzten Kilometer in die Hafenstadt Neisner. Schon bald erreichen wir die Lagune und beziehen das gebuchte Hotel. Das Abendessen genießen wir bei einem Portugiesen und lassen den angebrochenen Abend im Hotel auf der Terrasse von Angelika und Heinz ausklingen. Am nächsten Morgen verstauen wir unser Gepäck in unserem Leihwagen und besuchen noch einmal bei Tageslicht die schöne Waterfront von Neisner. An den Quays geht es zunächst durch eine breite Gasse mit vielen Geschäften, bevor man den Hafen mit zahlreichen Lokalen erreicht. Ein kleiner Bummel lohnt sich hier auf jeden Fall. Tolle Yachten liegen hier im Hafen und in der natürlichen Bucht. Nach einer kühlen Erfrischung verlassen wir Neisner. Unser heutiges Ziel wird die Straußenhauptstadt Oudshoorn sein.
Bei Wilderness eröffnet sich uns von der Straße aus eine spektakuläre Sicht auf das Meer und den wunderschönen 8 Kilometer langen Wilderness Beach. Wir überfahren den 580 Meter hohen Outeniqua Pass, der die Hauptverbindung zwischen George und Auzoon darstellt. Der Pass ist gut ausgebaut und bietet tolle Aussichten. Erneut sind wir begeistert von der landschaftlichen Vielfalt dieses Landes. Dann erreichen wir die kleine Karoo und schließlich Auzoon. Aber bevor wir in unser Hotel fahren, haben wir noch ein Highlight für heute auf unserer To-Do-Liste. Wir befinden uns auf der Safari Straußenfarm, die sich ca. 6 Kilometer von Auzoon entfernt befindet. Die bewirtschaftete Straußenfarm ist die einzige in Südafrika, die eine Traktortour durch den laufenden Zuchtbetrieb anbietet. Einer der Höhepunkte dieser Tour ist das Füttern der wilden Vögel. Man lernt während der Tour viel über die größten Vögel der Welt, deren Vorfahren schon zu Zeiten der Dinosaurier existierten. Da ihr Gehirn nur ungefähr so groß wie ein Tischtennisball ist, muss man sich nicht wundern, wenn sie auf jeden Futtereimer wild einhacken. Eine Henne legt ca. alle 48 Stunden ein Ei. Und ein Gelege kann 20 bis 24 Eier beinhalten. Auch der Emu, ein australischer Verwandter, lebt auf dieser Farm. Er ist wesentlich kleiner als der afrikanische Vetter. Die Eier sind ungefähr 15 cm groß und können bis zu 2 Kilogramm wiegen. Das ist übrigens Lady Gaga. Lotti steht auf den Eiern. Früher wurde aus den Federn schicker Hutschmuck gemacht. Wir fahren im Anschluss an diese Tour in unser Hotel und beziehen unseren Bungalow. Im Restaurant lassen wir es uns zum Abschluss dieses schönen Tages noch einmal schmecken und beenden ihn mit einer Flasche Wein auf der Terrasse. Nachdem wir gefrühstückt und die Koffer wieder gepackt haben, beladen wir unseren Mietwagen für die nächste Etappe nach Montagu. Doch zunächst haben wir noch ein Zwischenziel ins Navi programmiert. Die Rede ist von den Cargo Caves, die sich in den Swartbergen befinden. Die Strecke dorthin ist schon wunderschön. Wir erreichen den Parkplatz und erstehen kurz darauf an der Kasse 4 Tickets.
Dann geht es los. Die Kangu Caves zählen zu den schönsten Höhlensystemen der Welt und bestehen aus 3 Abschnitten mit einer Gesamtlänge von über 4 Kilometern. Auf einem gemütlichen Spaziergang werden wir von einem sachkundigen Guide in deutscher Sprache durch die majestätischen Höhlenkammern geführt. Aber seht selbst. Wir sind wirklich begeistert von dieser 60-minütigen Tour. Dann geht es für uns zunächst wieder durch die Swartberge, bis wir die kleine Karoo erreichen. Die kleine Karoo ist eine breite, langgestreckte Ebene. Im Vergleich zur großen Karoo erhält die kleine Karoo jedoch sehr viel höhere Niederschläge, die fast ausschließlich im Winter fallen. Die Sommer sind heiß und trocken, Tagestemperaturen von mehr als 40 Grad keine Seltenheit. Auf einer Reise durch die kleine Karoo lernt man ein Stück ländlich romantisches Südafrika kennen. Die Landschaft ist sanft gewellt, umrahmt von majestätischen Bergen. Wir erreichen Ronnie's Sex Shop an der Route 62. Die Bezeichnung ist tatsächlich etwas irreführend. Da die kleine abgelegene Kneipe am Anfang nicht so richtig lief, malten Freunde über Nacht das Wort Sex hinzu. Es entpuppte sich als verkaufsfördernde Maßnahme. Seitdem wird Ronnie der Laden eingerannt. Viele Reisende haben sich seither an den Wänden verewigt und lassen Kleidungsstücke, sehr gerne auch BHs, als Erinnerung in der urigen und außergewöhnlichen Kneipe als Deko zurück. Circa 26 Kilometer weiter erreichen wir Berrydale. Hier rasten wir in einem urigen Roadhouse Diner namens Diesel & Cream. Außen und innen entdeckt man eine klassische Sammlung von dekorativen Erinnerungsstücken. Ein ikonisches Muss auf der Route 62 mit wirklich leckeren Speisen. Besonders angetan hatten es uns die alten Friseurstühle.
Wir erreichen Montagu im Wineland District, das in einem fruchtbaren Tal am Zusammenfluss zweier Flüsse liegt. Kurz darauf haben wir auch unser Hotel erreicht. Unser kleines und schnuckeliges Hotel ist eine Perle und von Olivenbäumen umgeben. Auch ein großer Teich gehört zu dem weitläufigen Areal. Das Restaurant Blue Wines ist eine Empfehlung unserer Gastgeberin und von unserer Unterkunft fußläufig zu erreichen. Sowohl der Außenbereich wie auch der Innenbereich des Restaurants bieten ein sehr gepflegtes Ambiente und eine erstklassige Küche. Am nächsten Morgen erwartet uns im Frühstücksraum ein schmackhaftes Frühstück mit allerlei Leckereien. Genau das Richtige, um in den Tag zu starten und unsere letzte Etappe nach Kapstadt in Angriff zu nehmen. Wir verabschieden uns von Montagu, das sich für uns als kleine Perle entpuppt hat. Erneut sind wir begeistert von der Vielfalt der Natur und der ständig wechselnden Landschaft, die heute hauptsächlich von den Hex River Mountains, Südafrikas zweithöchster Gebirgskette, geprägt ist. Dann erreichen wir die Auffahrt zum Bainsclove Pass, der zu den eindrucksvollsten Bergpässen in Südafrika zählt und durchgehend asphaltiert ist. Die 80 Kilometer lange Passstraße folgt zunächst einer steilen Schlucht zu unserer Linken. Wir rasten an einer eindrucksvollen Stelle und sind ein wenig froh, dass wir dem entgegenkommenden Sattelzug nicht auf der schmalen Bergstraße direkt begegnet sind. Im Winter ist dieses Flussbett mit reißendem Schmelzwasser gefüllt.
Ob einem diese kleinen Steinchen im Ernstfall wohl von einem Absturz bewahren? Man weiß es nicht. Wer in der Region unterwegs ist, sollte eine Fahrt hierher auf gar keinen Fall verpassen. Denn der Beenskloof Pass ist einer der eindrucksvollsten Gebirgspässe am Kap. Dann erreichen wir die Vororte von Kapstadt. Dieses Mal liegt unser Hotel etwas außerhalb, direkt am Bluebergstrand, und unsere Zimmer bieten einen wunderbaren Meerblick und Blick auf den Tafelberg. Nach dem ersten erfrischenden Bierchen machen wir einen Strandspaziergang und erkunden die nähere Umgebung. Dann testen wir die Hotelküche und sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Kapstadt begrüßt uns erneut mit herrlichem Wetter und so zieht es uns zum Frühshoppen an die Waterfront. Hier genießen wir noch einmal die afrikanische Leichtigkeit dieser lebendigen Stadt. Aber wir sind auch ein bisschen traurig, weil wir schon morgen dieses wunderschöne Land verlassen müssen. Gegen Abend fahren wir wieder in unser Hotel, in dem wir unser letztes Abendessen in Südafrika zu uns nehmen. Und wie immer ist alles sehr lecker.
Am letzten Morgen liegt zunächst eine Tischdecke über dem Tafelberg, als wir uns zum Frühstück begeben. Wir checken aus den Zimmern aus und überbrücken die Wartezeit bis zum Nachmittag noch am herrlichen Sandstrand. Wir nehmen noch einen Mittagssnack zu uns und fahren dann mit unserem Mietwagen zum Flughafen. Schon bald kommt unsere Emirates-Maschine. Wir winken noch einmal zum Abschied und verabschieden uns von Südafrika, dem Land, das uns während unserer 19-tägigen Reise so sehr begeistert hat.